Man munkelt, dass jeder Messerenthusiast mindestens ein Messer dieser Marke besitzen sollte. Die 110 besitzt schon viel Aussagekraft, hat aber nichts hiermit zu tun. Auch nicht hiermit. Aber damit. Dann gibt es noch diese alte Deo-Werbung, hört sich zumindest schon mal so an. Falsch? Richtig. Mein Bug 112. Mein erstes Bug. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht also um mein erstes Bug, das Bug 112, die kleinere Variante des 110ers. Beide Versionen wurden auf YouTube schon zigmal sehr detailliert vorgestellt, deswegen habe ich mich entschlossen, eher am Rande auf die Spezifikation einzugehen. Ich packe euch das aber alles in die Videobeschreibung. Das wird heute eher so eine Art kurzer Knife Talk. Zu diesem Messer gibt es nämlich eine kleine Vorgeschichte. Eigentlich habe ich mich immer so ein bisschen gesträubt, mir einen Bug zuzulegen. Irgendwie zu sehr Cowboy-Style, zu glänzend, zu schwer. Das waren so meine Vorurteile. Zudem habe ich von einem Konvolutskauf ein Herberts Messer mit der Modellbezeichnung 207813 zu Hause. Das orientiert sich optisch so ein bisschen am Bug 110. Ja, bestand für mich also keine Notwendigkeit, mir unbedingt einen Bug zuzulegen, aber Anfang April 2021 flog mir das Ding um die Ohren. Also diese innenliegende Backlock-Feder ist beim Öffnen des Messers einfach so gebrochen. Ja, man sieht das hier auch, da ist keine Spannung mehr drauf. Ich kann das zwar manuell oben fixieren, aber das ist nicht das gleiche. Ist ein bisschen schade, das ist immerhin ein 440C Stahl und die Verarbeitung ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber es ist halt futsch. Mitte April 2021 dachte ich mir dann, jetzt muss dann doch mal ein echtes Bug her. Und kurz darauf, also am 19.04.2021, kaufte ich dieses Messer auf eBay. Zweitmarkt. Das Messer wurde von seinem Vorbesitzer 1992 direkt in den USA gekauft. Es hat also bereits ein Leben und kam auch mit einigen Narben hier an. Die Basis war aber sehr gut. Also die Klinge war ein bisschen verkratzt, das habe ich rausgeschliffen und rauspoliert, so gut es mir eben möglich war. Auch die Messingbacken habe ich nass geschliffen und poliert und ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Das Makassar Ebenholz ist top in Schuss. Insgesamt sieht man dem Messer sein Alter auf den ersten Blick nicht an. Dazu habe ich hier die originale Gürteltasche. Dieser Druckknopf funktioniert einwandfrei. Gürteltasche habe ich mit Lederfett behandelt. Es sind ein paar Altersspuren vorhanden, aber ist ja auch völlig normal. Funktioniert aber insgesamt noch wie am ersten Tag. Das ist wie ein Maßanzug. Also schon wirklich gute Qualität. Jetzt muss ich dann doch mal kurz in Schwärmen geraten. Das ist hier eine äußerst robuste und einfache Bauweise. Die Platinen und die Backen sind hier links und rechts aus einem Stück Messing. Also ist sehr schön gemacht. Hat natürlich auch Gewicht. Das sind 175 Gramm. Aber dafür gibt es ja dann die Gürteltasche, also auch kein Problem. Die Vernietung der Klinge ist so sauber ausgeführt, dass man das kaum sieht. Ich fange das mal hier so ein bisschen ein, also hier ist die Niete, aber es fällt einem wirklich kaum auf. Auch hier hinten, man sieht es echt fast gar nicht. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, die Übergänge zwischen dem Holz und dem Messing sind kaum spürbar. Bei meinem Modell steht der Backlock im geschlossenen Zustand ein bisschen über, das kann man hier sehen, aber mich stört das nicht im geringsten. Zusammengefasst ist das Bug 112 eine stabile Angelegenheit mit einer Verarbeitung auf sehr hohem Niveau. Das Herberts hier ist sicherlich noch eins der besseren Bug Lookalikes, aber qualitativ ist das wirklich ein gewaltiger Unterschied und das nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch besonders haptisch. Das ist hier eine ganz andere Materialstärke. Ja, das ist nicht das Gefühl von Wertigkeit. Ich kann es nicht anders umschreiben. Kurz zur Klinge. Das sind hier 7,6 cm Klingenlänge, also 3 Zoll. Das Bug 110 hätte in etwa 10 cm Klingenlänge, also 4 Zoll, so wie das hier. Ja, ich habe mich ganz bewusst für die 112er Variante entschieden. Die reicht für mich völlig aus. Also das ist mir eigentlich schon zu groß. Ja, ansonsten haben wir hier eine 3 mm breite Klinge.
klassische Clip-Point-Form, Swedge, Hohlschliff, der bewährte und gutmütige 420 HC Stahl. Den verwendet Buckknives übrigens erst seit 1992, also mein 112er ist somit eines der ersten Messer von Buckknives, das diesen Stahl erhielt. Das Alter kann man bei Buckknives relativ leicht und gut bestimmen. Hier auf der Klingenwurzel befindet sich seit 1986 jedes Jahr ein anderes Symbol neben der Modellnummer. Bei meinem ist das ein Minus, gut zu sehen. Ja, also Minus für 1992. Ich verlinke euch mal diese Liste zur Altersbestimmung von Buckknives in der Videobeschreibung. Ja, jetzt noch ein kurzes Fazit. Mittlerweile kann ich sehr gut nachvollziehen, warum sich die Marke Buckknives einer so großen Beliebtheit erfreut. Solide, robust, hohes Verarbeitungsniveau, lebenslange Garantie. Also falls hier doch mal irgendwas kaputt geht, dann schickt man das Messer zu Buckknives und dann ist dann alles wieder in Ordnung. Da passt wirklich alles. Ich bereue den Kauf nicht im geringsten. Wirklich ganz im Gegenteil. Das war ein sehr freundlicher eBay-Verkäufer. Das war ein sehr, sehr fairer Preis. Ja, wirklich eine schöne Geschichte. Ich denke, das wird nicht mein letztes Buckknife gewesen sein. Ja, was soll ich sagen? Wie anfangs erwähnt, man munkelt, dass jeder Messerenthusiast mindestens ein Messer dieser Marke besitzen sollte. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.